Ich bin Käthi Gwerder. Ich tue seit 16 Sommer Käse. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, ein bisschen ausserhalb. Ich hatte 6 Geschwister. Meine Eltern haben ein bisschen spät geheiratet. Sie waren also schon älter, als ich sie kennengelernt habe, wenn man das so sagen will. Wir sind auf 7 in die Schule, Primarschule, Oberstufe der Schweiz besucht. Ich war das Mittelste von diesen 7 Geschwistern. Ich hatte einen Bruder, beziehungsweise 2. Einer hatte das Down-Syndrom und ist 10 Jahre alt geworden. Und so sind wir aufgewachsen. Eins ins andere ist ausgeflogen. Und mich hat es hier eben ins Muttertal verschlagen. Gerold und ich haben 4 Kinder. Als erstes die Isabella, dann ist die Jolanda gekommen, als nächstes der Melchior und als letztes noch die Verena. Gerold und ich stehen etwa um 4:45 auf. Meistens ist er vor mir dran. Er tut auch das Käsekessi fürs Käse rüsten. Er tut die Sachen, die auf dem Kessi stehen, und den Deckel wegnehmen. Dann holt er einen Kessel Wasser, spült das Kessi aus, nimmt es mit dem Napf wieder raus, das Wasser. Und dann tut er den langen Schlauch an den Tank anmachen. Bevor er das macht, tut er das Wasser, das drinnen ist, noch rauslassen. Dann tut er das Ende des Schlauchs ins Kessi und tut die Milch, die vom Vorabend im Tank ist, ins Kessi lassen. Unterdessen bin ich auch so weit, dass ich in der Käserei bin. Ich hole als erstes Holz holen, damit ich genug Holz da habe, dass während dem ganzen Käseprozess das Feuer nie ausgeht. Die Wärme für den Käse zu machen kommt alles aus dem Dampfkessel und der wird mit Holz beheizt. Elektrizität braucht es nur fürs Rührwerk, dass das dreht und sonst nie. Wenn ich dann angeführt habe, gehe ich über auf den Käseladen reichen, gehe in den Vorraum vom Käsekeller und nehme die Käse, die ich am Vortag ins Salzbad da habe, raus und tue sie in den Käsekeller ins Gestell. Dann gehe ich in die Käserei zurück, tue den Käse, den ich am Vortag gemacht habe, aus der Form nehmen, tue innen die Ränder schön glatt schneiden und lege sie dann nachher ins Salzbad. Wenn ich alle Käse drin habe, tue ich noch oben drüber Salz streuen. Ja, ich heisse Gerold Gwerder. Bin Muttitaler eigentlich von Vaterseite, von Mutterseite. Und dann Vater hat gebauert, Grossvater hat gebauert. Und eigentlich, so wie ich jetzt aus dem Kopf habe, der Urgroßvater
einheiraten. Wir haben eigentlich sehr ein kleines Heimeli hier am Tal, im Murtital. Darum ist die Alpfahrt eigentlich sehr wichtig für uns. Der Übernahme ist eigentlich hier im Tal in der Alpen übernommen. Wir sind zu Heiris. Und dann eben meine Onkel all. Wir sind eigentlich eine grosse Familie, sind es gewesen, die haben alle gebaut. Und dann, ich bin eigentlich vom Jüngsten von der Familie. Ich bin der Älteste vom Jüngsten. Angefangen habe ich ja noch, wo wir von Hand gemolken haben. Da bist du einfach die 5, 6 bis 10 Minuten bei der Kuh gehockt und hast geschaut, die Kuh zu melken. Dann ist man angehockt und hat gehandelt, hat ein paar Liter gemolken. Vor Sommer haben sie ein bisschen mehr gegeben, da war ein bisschen ringer zu melken, wieder im Herbst, wenn es das ja nicht mehr gegeben hat. Der Onkel hat gesagt, man wollte den Doppelliter jetzt auch noch nehmen. Nein, nicht der Wille, jetzt melken soll er hören. Danach ist die Maschine gekommen und jetzt ist noch die bessere Maschine gekommen. Ringer ist nicht geworden, man milcht einfach ein bisschen mehr in der gleichen Zeit. Die grösste Entwicklung war, glaube ich, ja, vom Handmelken auf Maschine. Das ist schon, glaube ich, die grössere Entwicklung gewesen, wieder jetzt da von der alten Melkmaschine zur Selbstabnahme. Da haben sie sich eigentlich noch gewaltig daran gewandt. Das ist ja wieder ich. Es geht schon auch wieder etwas verloren, wenn du dich auf Technik verlässt. Ja, der landwirtschaftlichen Schule, wo man ein Hobby aufzählen musste, habe ich geschrieben, melken. Das hat der Lehrer schon nicht gelten, das sei nicht ein Hobby. Aber es ist schon, wenn man dort dabei zu hocken kann. Das ist nicht eine wüste Arbeit. Wenn fertig gemolken ist und alle Milch im Kessel ist, fange ich an, die Milch zu wärmen. Wenn sie 25 Grad warm ist, kann ich die Jungkultur rein tun. Die Kultur braucht es, damit mir die Reifung vom Käse optimal verläuft, dass er ein gutes Aroma bildet und dass, wenn es schlechte Bakterien drin hat, dass die nicht aufkommen. Die Jungkultur bleibt bei mir 25 Minuten, hat sie Zeit, um sich zu entwickeln. Unterdessen wärme ich die Milch weiter, bis sie 31 Grad hat.
Wenn sie so warm ist, kommt die Altkultur rein. Die tut bei höheren Temperaturen ideal arbeiten, im Gegensatz zu den Jungen, die bei niedrigen Temperaturen gut arbeiten. Gleichzeitig mit dieser zweiten Kultur tue ich das Lab rein. Das Lab bewirkt, dass die Milch zu einer Galerte wird. Wenn ich das Lab reingetan habe, tue ich das zuerst gut einrühren. Dann tue ich das Rührwerk abstellen und nehme es raus. Die Milch ist aber immer noch in Bewegung. Die muss ich jetzt bremsen, damit das Lab optimal wirken kann. Für das hebe ich den Napf in die Milch. Das braucht aber auch Zeit. Dann decke ich das Kessi zu, damit keine Wärme verloren geht. Und unter dieser Zeit essen wir zum Morgenessen. Nach dem Morgen, etwa 25 Minuten nachdem ich das Kessi zugedeckt habe, schaue ich, ob die Galette schon genug fest ist. Für das schiebe ich zuerst am Rand mit dem Finger die Galette zurückschieben. Dann sehe ich schon ziemlich gut, sie könnte gut sein. Dann decke ich das Kessi fertig ab, nehme den Napf, fahre mit dem in die Milch und tue wie einen Napf voll rausnehmen. Dann beobachte ich aber, wie sie bricht. Tut sie schön in einem Schnitt brechen oder tut sie wie so verfusseln. Dann ist noch zu wenig, dann muss ich warten. Wenn sie schön bricht, dann ist sie gut. Dann fange ich an zu schneiden. Für das nehme ich die Harfe, tue die Galerte kreuzweise verschneiden. Dann tue ich sie mit dem Napf überziehen. Das heisst, ich hole, was unten ist, rauf. Dann schneide ich noch einmal kreuzweise. Tue noch einmal das unten aufholen und dort arbeite ich mit beiden Händen. In der einen Hand habe ich die Harfe, in der anderen den Napf. Mit dem Napf gebe ich der ganzen Masse an, mit der Harfe schneide ich weiter, bis die Käsekörner die gehörige Grösse haben. Dann muss es schnell gehen. Noch einmal gut mit dem Napf aufrühren, Rührwerk drauf, Rührflügel drinnen, Steller drinnen, Rührwerk anlassen. Wenn das zu wenig schnell geht, hocken die Käsekorn zusammen. Es gibt Knöllchen, die sich nicht mehr voneinander lösen. Und dann habe ich sierte Nester im Käse. Das will ich nicht. Während jetzt die Masse im Kessi durchs Rührwerk gerührt wird, dann passiert jetzt 30 Minuten nichts anderes. Dann tue ich die Sachen, die man nicht mehr braucht, aufwaschen, tue die spülen im zweiten Trog und dann werden sie tropfnass versorgt. Wenn man das mit einem Tuch trocknen, könnte man wieder irgendwelche Keime draufbringen. Allgemein ist das so. Es muss sauber geschafft werden. Man hat auch sauberes Gewand an. Selbstverständlich habe ich eine Scheibe an, sonst würde ich ja nass, weil ich das Zeug ja tropfnass versorge. Nach diesen 30 Minuten fange ich an, die Masse wieder zu wärmen. Auf die gewünschte Temperatur. Wenn man einen Weichkäse macht, ist die niedriger, als wenn ich wie jetzt hier einen Halbhärte mache. Und wenn ich würde Härtkäse machen, würde ich das noch viel mehr wärmen. Wieder etwa innerhalb von einer halben Stunde schaue ich die Masse auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Wenn es soweit ist, stoppe ich die Wärmezufuhr stoppen und jetzt wird die Masse ausgerührt.
Das kann zwischen 5 bis etwa 30 Minuten sein. Ich kenne ja meinen Käse, ich weiss etwa, wenn die Zeit nachher ist. Dann nehme ich eine Handvoll Käsekorn aus dem Kessel, tue die ausdrücken, zusammendrücken und dann schaue ich das Stängeli an. Ich tue es schlagen auf meine Hand, dann bricht es. Ich schaue, tue es sofort, tue es eher so ein bisschen zäh brechen. Ich tue auch daran ziehen, auseinanderziehen. Ein Teil nehme ich ins Maul und tue es essen. Und zuletzt verreibe ich noch einen Teil von diesen Korn. Je nachdem, wie es an den Zähnen kirbscht, wie der Widerstand ist, wie schnell das sich das löst oder wie schön dass sich sie verreiben kann, ohne dass ein weisser Film rumbleibt, weiss ich, jetzt ist die Käsemasse gut zum Rausnehmen. Wenn es so ist, Touren zurückfahren, dann abstellen, möglichst schnell rausnehmen, den Rührflügel, und dann natürlich mit dem Rührwerk weg. Wenn ich das Rührwerk versorgt habe, tue ich mit einem sauberen Kessel Sirte oben drauf nehmen. Die stelle ich auf die Seite. Ich tue die Kultur also selber weiterziehen, wie der Bäcker den Sauerteig. Wenn die Masse stillsteht, rüste ich das Tuch mit dem Bögli. Das Bögli hilft mir, dass ich das Tuch am Boden nachher vom Kessel führen kann. Die Zipfel, die gegenüber vom Bögli sind, nehme ich ins Maul, dass ich sie heben kann. Jetzt fahre ich am Kesselboden nachher und kann die Masse im Tuch fangen. Die Zipfel tue ich oben dran verknüpfen, hänge sie im Haken vom Flaschenzug ein und ziehe dann nachher den ganzen Bündel in die Höhe. Jetzt kann ich mit dem Flaschenzug, der an einem Räderli aufgehängt ist, der auf einer kräftigen Stange ist, die ganze Masse überstoßen, dass sie über den sogenannten Kiste, das ist ein Rahmen ohne Boden, wieder ablassen kann. Die tue ich dort drinnen dann jetzt wegdrücken, dass sie ungefähr gleichmässig hoch ist. Es hat aber noch einen kleinen Rest im Kessel. Mit einem zweiten Tuch gehe ich auch der noch fischen, schaue, dass er sich schön zuunterst in der Mitte sammelt und tue den Rest oben drauf. Das ist der sogenannte Strebel. Dann tue ich dort drauf ein bisschen verreiben, tue dann die Zöpfe vom ersten Tuch über der Masse zusammenschlagen und tue noch mit Zier mit dem Napf schöpfen, den Strebel einschwemmen, dass da möglichst keine Luft dazwischen ist. Dann kommt der Deckel der Kiste, der in die Kiste reingeht, drauf. Tue den Deckel beschweren mit 2 Käsegewichten und lasse jetzt die ganze Masse sich setzen, so für 5 bis 10 Minuten. Wenn das soweit ist, nehme ich Gewicht und Deckel drauf und tue mit dem Käsemesser die Masse zerteilen. Ich weiss etwa, wie viel Stück ich machen muss. Das hat einen Zusammenhang mit der Menge Milch, die ich hatte. Wenn die verschnitten ist, tue ich in die Formen hinein, am Boden ein Mätteli. Dort drauf kommen die Möcken. Jeden auf einen ist eine, dann kommt das Mätteli drauf
Und wenn ich noch mehr Möcken habe, kommt ein Bödeli dazwischen, wieder ein Mätteli, der nächste Mocken drauf, Mätteli drauf, ein Deckel und zuoberst kommt das Gewicht drauf. So bleiben jetzt die Käse etwa eine halbe Stunde. Damit sie nicht auskohlen, kommt ein Huber drüber, der sagen wir einfach auch nur Kiste. Wünsche und Träume hätten wir schon für die Zukunft, aber wir sind jetzt auch 60 und mehr und irgendwie zeigt sich etwa, wie es weitergeht. Jetzt sieht es eigentlich gut aus. Also in dem Sinn, dass der Melchior weitermachen. Darum haben wir jetzt noch so viel investiert in die ganze Altfahrt, heute am Bauer. Käserei, ein bisschen grösser gemacht. Wir hoffen jetzt, dass wir noch lange helfen können, wenn ich jetzt so sagen. Schliesslich muss dann irgendeiner sagen, wenn er es haben will. Träumen kann man ja, es geht so weiter. Er könnte das irgendwie jemand machen, aber wie es dann in ein paar Jahren aussieht, weiss ich jetzt auch nicht. Wir hoffen, dass es einigermaßen mit Käse und Milchkühe und eigentlich ist das unseres. Nach dieser halben Stunde decke ich ab und tue die Käse kehren. Ich tue es also aus der Form raus, kippen. Dann tue ich die Mätteli lösen, tue es wieder rein und die Mücken wieder drauf. Sie haben jetzt aber die Seite, die vorher oben war, ist jetzt unten. Also man kehrt die Käse. Beim ersten Mal kehren kommen noch Plaketten drauf. Die haben eine fortlaufende Nummer, das ist eine Betriebsnummer, die steht immer in einem ovalen Kreis. Die findet man auch auf Joghurt oder auch auf anderen Käse. Da kann man genau nachschauen, welcher Betrieb das Produkt hergestellt hat. In immer längeren Abständen tue ich die Käse noch 3-mal kehren. Dann ist Abend und sie bleiben über die Nacht so, wie sie das letzte Mal waren. Und am nächsten Morgen kommen sie dann wieder ins Salzbad und ich mache wieder frische Käse.
ja, in der Regel schauen wir schon, dass nicht auf der Alp kalbert. Aber das ist Natur, das kann es geben, dass sich eine verspätet mit dem Aufnehmen, sondern in die Alpzeit hineinfällt. Und wir gehen eigentlich mit allen Kühen zur Alp. Und können nicht eine daheim lassen. Man nimmt sie da auf, wenn sie gekalbert hat. Das war viel zu umständlich. Wenn man die Einschätzung, wenn kalbert sie, können wir sie die Nacht noch rausladen? Kalbert sie jetzt Nacht schon? Und da habe ich eigentlich die Idee gehabt, ja, es geht noch Tag, zwei. Aber wenn es nicht passt, mache ich es vorwärts, und wenn es nicht passt, können sie noch mal ein bisschen rauszögern. Der muss doch gepasst haben. Und morgen hat die gefehlt und hat da schon gedacht, irgendwo hat sie gekalbert. Und dann noch, ja. Schauen, ob alles in der Ordnung ist. Und das war alles eigentlich so weit gut gewesen. Das Kälbchen ist gestanden und ist bei der Mutter gewesen. Und es ist vielleicht auch noch zu sagen, wir haben jetzt eigentlich Milchkühe. Und die haben den Instinkt eine Art ein bisschen verloren. Und danach ist die Kontrolle in dem Sinne auch noch ein bisschen, muss man ein bisschen mehr aufpassen, wenn es von aussen kalbert. Und dann ist die Entscheidung, was macht man jetzt? Geht man sie holen oder lässt man es machen? Und danach, heutzutage mit der ganzen Luchs- und Wolfsthematik, will man sie jetzt am Wald umladen gehen? Und ich habe jetzt einfach entschieden, die gehen wir rein und dann haben wir sie unter Kontrolle. Hat man das geschaut? Zu bewerkstelligen? Ja, man wird länger älter und früher hat man es etwa auf den Rücken genommen und aufgetragen und die Kuh war hinten nachgezottelt. Und wenn man es jetzt einen halben Tag oder einen Tag umlassen konnte, dann war die Kuh mit dem Kalb plötzlich im Gott oben gekommen. Aber eben mit der ganzen Thematik und die Kontrolle selber so aufzusetzen, oder ist alles in der Ordnung, ist halt im Wald unten. Auch nicht so. Die etwa Vieh haben, wissen, wie viel Arbeit, wie viel Kontrolle es braucht. Und ein Glück war ja, wir konnten Scherz hochfahren und danach kann man das ins Anhängerlein gehen. Und die Kuh ist jetzt eigentlich schön nachher gezottelt. Irgendein ist, es hat auch schon gegeben, es plötzlich gekehrt haben und dann wieder schauen, ist jetzt kalt nicht dumm da noch und wo man mal alles im Maul gehabt. Der Alpsommer ist sehr arbeitsintensiv und darum habe ich manchmal so im Frühling nicht das Gefühl, ich muss jetzt auf die Alp raufgehen. Aber wenn es dann losgeht, dann packt es mich dann doch. Einfach der Ehrgeiz, ich will einen guten Käse machen. Es kommt auch eine gewisse Routine rein. Die Arbeitsabläufe sind eigentlich immer gleich. Ich gehe zwar zuerst täglich, nachher alle 2 Tage ins Tal Anker machen. Es ist streng, es ist intensiv und doch habe ich Freude und bin glücklich. Besonders hier oben auf der hintersten Hütte,
wo die Bilder entstanden sind, da ist es einfach, man kann es fast nicht sagen, wie es ist. Man ist wie frei. Man kann nur glücklich sein, schier. Auch Gäste, die manchmal da sind, sagen, das ist einfach so schön da oben. Ich weiss nicht, woher das Gefühl kommt. Man hat einfach Freude. Man fühlt sich wie leicht, trotz all der Arbeit, die man hat. Es ist einfach toll. Ich kann nicht genau sagen, woran das liegt. Ist es die Aussicht, die Weite, die wir haben? Ist es der schöne Standort der Hütte? Ich kann es nicht genau sagen. Es ist einfach schön. Bevor der Tag ganz fertig ist, gehe ich dann noch in den Käsekeller. Strenge Arbeit. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt noch in den Fitnesskeller. Das ist Anfang Sommer ist das noch etwas so zu machen. Da geht es mit einer Viertelstunde Zeit aufwand an. Das letzte hat noch etwa 1,5 bis 2 Stunden. Und das ist halt Alltag. Und weil wir einen geschmierten Alpkäse machen, muss die ersten 3 Wochen oder 2 Wochen muss man den Alltag kehren. Tut man aus dem Gestell rausnehmen, anbleiben. Ein bisschen mit Salzwasser. Eigentlich nur Salzwasser ist in der. Und danach lässt man eine schöne Schmire, sagt man, schöne Schmire anbringen. Und danach kann das sein, je nach Keller und der Rechnung vom Keller, kann das von Betrieb zu Betrieb variieren. Wir haben jetzt, ich meine, es ist jetzt so der Beste, wenn man es jetzt 2 Wochen, 3 Wochen, je nachdem, Alltag tut. Und dann nachher alle 2 Tage. Und je nachdem, wie es kommt, wie trocken es sind, kann man 3-4 Tage dazwischen lassen. Aber eine Art, jetzt so, mir geht es der Ringste, wenn man einen Rhythmus drin hat am Tag auch, wenn man eigentlich Alltag tut und danach lässt man die man länger kann sein, also ein bisschen zu verteilen. Dass man eigentlich Alltag ein paar zu kehren hat.